Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Fabia Steiner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne zusammen einen Sprachkurs machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Kurs? Wie und wo finden? Wie oft pro Woche? Die Kosten? Wie lange machen? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sophie. Wie geht es dir heute? Hallo Gabriel. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe darüber nachgedacht, Deutsch zu lernen, und dachte, es wäre toll, wenn wir das gemeinsam machen könnten. Wie findest du das? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe schon immer davon geträumt, eine neue Sprache zu lernen. Fantastisch. Lass uns darüber sprechen, wie wir das angehen wollen. Natürlich, das klingt gut. Zuerst sollten wir uns überlegen, welchen Kurs wir wählen möchten. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Was denkst du? Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Was hältst du davon? Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Das klingt vernünftig.
wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären.
Wie findest du das? Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Ein gemeinsamer Freund von Ihnen möchte Sie am Wochenende besuchen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Wo abholen? Verkehrsmittel. Welche Sehenswürdigkeiten? Essen, trinken? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Maria. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Mani, das freut mich auch. Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Hast du gehört, dass Thomas am Wochenende nach München kommt? Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Echt? Das sind ja schöne Neuigkeiten. Ich freue mich. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen.
Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das geht mir genauso. Wann genau und um wie viel Uhr kommt er? Wann genau und um wie viel Uhr kommt er? Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Er kommt am Samstag, so gegen 11 Uhr. Er kommt mit dem Bus. Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Sollen wir ihn gleich am Busbahnhof abholen? Was sagst du? Das ist eine gute Idee. Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Das heißt, wir treffen uns direkt am Bahnhof. Und wann sollen wir dort sein? Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Lass uns pünktlich dort sein. Also, so gegen 11 Uhr. Am besten nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Am besten nehmen wir den Bus ins Stadtzentrum. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Das finde ich ganz gut. Das ist viel günstiger als ein Taxi. Und wohin gehen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Ich würde sagen, wir gehen zuerst in ein Café. Was denkst du? Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Das hört sich gut an. Dann können wir etwas trinken. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Und erst einmal ein bisschen zusammenreden, und danach schauen wir. Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Genau. Was wollen wir denn unternehmen? Hast du da eine Idee? Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir könnten am besten gleich in der Stadt bleiben, um uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Was hältst du davon? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Abgemacht. Aber welche Sehenswürdigkeiten können wir uns anschauen? Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Wir können uns zum Beispiel die Altstadt und das historische Rathaus anschauen. Klasse. Aber woher weißt du das alles? Klasse. Aber woher weißt du das alles? Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Ich habe da einen ganz tollen Reiseführer. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum, und wir können einfach zu Fuß gehen. Interessant. Das ist ja alles im Zentrum, und wir können einfach zu Fuß gehen. Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Stimmt. Und was machen wir danach? Sollen wir vielleicht zu Mittag essen? Ist das eine gute Idee? Ja, klar. Das passt mir gut. Schön. Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? Schön.
Kennst du ein schönes Restaurant mit lokalen Gerichten? Eines, das nicht zu teuer ist und das Essen gut schmeckt? Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer nach einem guten Restaurant schauen. Nein, leider nicht. Aber wir könnten in deinem Reiseführer nach einem guten Restaurant schauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Stimmt. Lass uns mal nachschauen. Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Und was machen wir am Abend? Wollen wir ins Kino gehen? Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Das ist keine so gute Idee. Lass uns lieber in den Stadtpark gehen. Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Dort kann man sehr schön spazieren gehen, gemütlich sitzen und sich unterhalten. Was denkst du? Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Da hast du recht. Es ist besser in den Park zu gehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, und im Kino kann man sich nicht unterhalten. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Wir haben sicher eine Menge zu erzählen. Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Richtig. Übrigens, Thomas hat mich gefragt, wo er übernachten kann. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Ich werde ihm vorschlagen, dass er bei mir schlafen kann. Das ist kostenlos, und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Das ist kostenlos, und dadurch braucht er kein Geld extra für ein Hotelzimmer auszugeben. Super, das freut mich. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein, und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Wie du weißt, ist meine Wohnung zu klein, und ich kann ihn daher leider nicht zu mir einladen. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Das ist doch kein Problem. Meine Wohnung ist ja groß und ich habe genug Platz. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Sehr schön. Er wird sich bestimmt freuen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Das denke ich auch. Und er wird die Stadt gut kennenlernen. Und vor allem ist es schön, dass wir 3 Mal wieder zusammen sind. Und vor allem ist es schön, dass wir 3 Mal wieder zusammen sind. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Das sehe ich auch so. Ich freue mich schon auf Samstag. Ich freue mich auch darauf. Die Situation. Sie wollen gerne gemeinsam eine Wohnung finden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wie die Wohnung finden? Wie viele Zimmer? Die Miete? Kaution? Vom Makler oder vom Vermieter? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an.
Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Wohnung suchen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche auch schon eine Weile nach einer Wohnung. Super. Dann können wir gemeinsam auf Wohnungssuche gehen. Zuerst sollten wir überlegen, welche Art von Wohnung wir suchen. Ja, das ist wichtig. Wie viele Zimmer brauchen wir, und in welcher Gegend möchten wir wohnen? Ich denke, eine Wohnung mit 2 Zimmern wäre ausreichend. Und ich würde gerne in der Nähe der U-Bahn wohnen, um zur Arbeit zu kommen. Ist das okay für dich? Das klingt vernünftig. Ich bin damit einverstanden. Wir sollten auch über unser Budget sprechen. Wie viel können wir monatlich für die Miete ausgeben? Ich glaube, wir sollten nicht mehr als 800 € pro Monat für die Miete ausgeben. Was denkst du? Das ist in Ordnung. Dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir möbliert oder unmöbliert wohnen möchten. Ich denke, unmöbliert wäre besser, damit wir unsere eigenen Möbel mitbringen können. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Möchten wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex suchen? Ich bevorzuge ein Mehrfamilienhaus. Es ist oft ruhiger und privater. Was sagst du dazu? Ja, gute Wahl. Nun, könnten wir über die Ausstattung der Wohnung sprechen. Gibt es bestimmte Dinge, die uns wichtig sind? Eine Einbauküche wäre großartig, und ein Balkon wäre auch schön. Ich bin deiner Meinung. Ein Balkon wäre perfekt, um im Sommer draußen zu sitzen. Genau. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir eine Kaution leisten können. Das wird oft verlangt. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Genau.
wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Das ist ein guter Vorschlag. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Ja, das hört sich gut an. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Okay, so machen wir das.
Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Ja, das könnten wir gerne machen. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Die Situation. Sie wollen gerne einen Computer kaufen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann kaufen? Welchen Computer kaufen? Was muss man darauf achten? Im Internet recherchieren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Wie geht's dir, Sarah? Mir geht's ganz gut, danke. Und wie geht's dir? Wie war dein Tag? Auch gut, vielen Dank. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt, und morgen habe ich schon frei. Ich habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt, und morgen habe ich schon frei. Echt? Ich habe morgen auch frei bekommen. Erzähl mal, wie war es? Echt? Ich habe morgen auch frei bekommen. Erzähl mal, wie war es? Stressig. Ich denke, ich war noch nie so müde. Stressig. Ich denke, ich war noch nie so müde. Verstehe, wie gefällt dir deine Arbeit? Soweit gefällt es mir sehr gut. Das freut mich. Wie lange arbeitest du denn? Ich darf, als Student, nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ich darf, als Student, nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Ach ja, das stimmt. Und wie viele Tage sollst du pro Woche arbeiten? Ach ja, das stimmt. Und wie viele Tage sollst du pro Woche arbeiten? 3 Tage pro Woche. Also, ich arbeite von Montag bis Mittwoch. Schön. Hast du noch Zeit für deine Hobbys? Nein, leider nicht mehr.
Ich brauche Geld. Das ist momentan wichtig für mich. Nein, leider nicht mehr. Ich brauche Geld. Das ist momentan wichtig für mich. Das kann ich gut verstehen. Du, ich habe gestern an dich gedacht. Hast du Lust mal etwas mit mir zu machen? Du, ich habe gestern an dich gedacht. Hast du Lust mal etwas mit mir zu machen? Das ist nett von dir. Ja gerne, aber wann meinst du genau? Das ist nett von dir. Ja gerne, aber wann meinst du genau? Hast du vielleicht morgen Zeit? Morgen geht es bei mir leider nicht. Ich werde morgen ins Einkaufszentrum gehen. Morgen geht es bei mir leider nicht. Ich werde morgen ins Einkaufszentrum gehen. Schade. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Schade. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Was willst du denn dort kaufen? Was willst du denn dort kaufen? Ich will mir einen Computer und eine Waschmaschine kaufen. Ich will mir einen Computer und eine Waschmaschine kaufen. Wirklich? Ich dachte, du hast schon einen Computer. Wirklich? Ich dachte, du hast schon einen Computer. Ja, aber der ist leider kaputt. Ja, aber der ist leider kaputt. Alles klar. Ja, hast du Lust mitzukommen? Ja, hast du Lust mitzukommen? Ja, gerne. Wann genau, beziehungsweise um wie viel Uhr, möchtest du denn hingehen? Ja, gerne. Wann genau, beziehungsweise um wie viel Uhr, möchtest du denn hingehen? Am besten direkt nach der Arbeit, um 17 Uhr. Am besten direkt nach der Arbeit, um 17 Uhr. Passt das für dich? Ja, das passt gut für mich. Hast du dir überlegt, in welchem Geschäft genau du den Computer kaufen möchtest? Hast du dir überlegt, in welchem Geschäft genau du den Computer kaufen möchtest? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich werde einfach ins Einkaufszentrum gehen und schauen, was es für Computergeschäfte gibt. Ich glaube, ich werde einfach ins Einkaufszentrum gehen und schauen, was es für Computergeschäfte gibt. Was glaubst du? Ist das eine gute Idee? Ich denke, es ist besser, wenn du dir schon vorher Gedanken darüber machst, welche Geschäfte das Produkt haben, das du kaufen möchtest. Ich denke, es ist besser, wenn du dir schon vorher Gedanken darüber machst, welche Geschäfte das Produkt haben, das du kaufen möchtest. Ich kenne, übrigens, auch ein paar gute Läden dafür. Ich kenne, übrigens, auch ein paar gute Läden dafür. Okay, aber ich habe noch gar keine Ahnung, welchen Computer ich genau brauche. Okay, aber ich habe noch gar keine Ahnung, welchen Computer ich genau brauche. Deshalb weiß ich auch nicht, welche Geschäfte die richtigen dafür sind. Deshalb weiß ich auch nicht, welche Geschäfte die richtigen dafür sind. Verstehe. Wofür möchtest du den Computer denn benutzen? Verstehe. Wofür möchtest du den Computer denn benutzen? Ich brauche ihn für meine Arbeit. Weißt du, was ich meine?
Ich brauche ihn für meine Arbeit. Weißt du, was ich meine? Ja, dann verwendest du, am besten, einen Computer mit einer großen Speicherkapazität und vor allem mit einer guten Qualität. Ja, dann verwendest du, am besten, einen Computer mit einer großen Speicherkapazität und vor allem mit einer guten Qualität. Was sagst du dazu? Passt. Was nehme ich denn da, am besten? Passt. Was nehme ich denn da, am besten? Ich würde sagen, setze dich, am besten heute Abend in Ruhe hin, und recherchiere dazu im Internet. Ich würde sagen, setze dich, am besten heute Abend in Ruhe hin, und recherchiere dazu im Internet. Überlege dir, wie hoch die Speicherkapazität sein soll. Überlege dir, wie hoch die Speicherkapazität sein soll. Und was für eine Grafikkarte du brauchst, und auch wie viel Geld du ausgeben möchtest. Und was für eine Grafikkarte du brauchst, und auch wie viel Geld du ausgeben möchtest. Wie findest du das? Das sind wirklich gute Tipps. Gibt es noch andere Faktoren, auf die ich achten sollte? Das sind wirklich gute Tipps. Gibt es noch andere Faktoren, auf die ich achten sollte? Ich glaube, es ist auch wichtig, wie lange der Computer Garantie hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, wie lange der Computer Garantie hat. Oder, ob du eine Extraversicherung dafür abschließt. Oder, ob du eine Extraversicherung dafür abschließt. Du hast recht, das ist wichtig. Du scheinst gute Erfahrungen mit Käufen von Computern zu haben. Du scheinst gute Erfahrungen mit Käufen von Computern zu haben. Hast du dir schon einen gekauft? Hast du dir schon einen gekauft? Ja, ich habe mir erst vor einigen Wochen einen Computer gekauft. Ja, ich habe mir erst vor einigen Wochen einen Computer gekauft. Aber ich brauche ihn nicht für die Arbeit, sondern nur privat. Da muss man auf andere Kriterien achten. Aber ich brauche ihn nicht für die Arbeit, sondern nur privat. Da muss man auf andere Kriterien achten. Und ich habe noch letzte Woche einen Laptop für meinen Bruder gekauft, weil er Geburtstag hatte. Und ich habe noch letzte Woche einen Laptop für meinen Bruder gekauft, weil er Geburtstag hatte. Interessant, du hast wirklich mehr Erfahrung als ich darin. Interessant, du hast wirklich mehr Erfahrung als ich darin. Ich freue mich, dass du morgen mitgehst. Ich freue mich, dass du morgen mitgehst. Natürlich gerne. Dann treffen wir uns morgen um 17 Uhr vor dem Einkaufszentrum. Natürlich gerne. Dann treffen wir uns morgen um 17 Uhr vor dem Einkaufszentrum. Ist das okay für dich? Ja, klar. Super. Dann bis morgen. Mach es gut. Super. Dann bis morgen. Mach es gut. Bis morgen und schönen Tag noch. Die Situation. Sie wollen Ihre Heimatstadt vorstellen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo das machen? Einen Film darüber drehen?
Wer kann noch dabei helfen? Welche Informationen erzählen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Liebe Leonie, schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Weißt du schon, dass wir ein Au-pair-Mädchen bekommen? Nein, was ist eigentlich ein Au-pair-Mädchen? Also, das Au-pair-Mädchen hilft uns zu Hause. Das ist aber interessant. Und soll man was dafür bezahlen? Ja, aber nicht so viel. Wir bezahlen 400 € pro Monat. Das ist günstig. Aus welchem Land kommt sie denn? Ja, sie kommt aus Kanada. Sie will Deutsch lernen, deshalb kommt sie nach Deutschland. Schön. Wie gut kann sie Deutsch, beziehungsweise spricht sie Deutsch? Ja, ich habe mit ihr am Telefon gesprochen. Sie versteht viel, aber sie kann ein bisschen sprechen. Ich glaube, das ist kein Problem. Sie soll nur üben. Es wird bestimmt besser mit der Zeit. Ja, das glaube ich auch. Hast du schon gehört, dass es am nächsten Mittwoch ein Wettbewerb stattfinden wird? Hast du schon gehört, dass es am nächsten Mittwoch ein Wettbewerb stattfinden wird? Echt? Und was sollen wir da machen? Echt? Und was sollen wir da machen? Ja, wir sollen einen Film über unsere Heimstadt drehen. Ja, wir sollen einen Film über unsere Heimstadt drehen. Das ist eine prima Idee. Wie wäre es, wenn wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wie wäre es, wenn wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, gerne. Das finde ich interessant. Ja, gerne. Das finde ich interessant. Wir können einen schönen Film über Berlin drehen. Wir können einen schönen Film über Berlin drehen. Aber nur zu zweit, das ist etwas wenig. Einen Film zu drehen ist viel Arbeit. Hast du dir überlegt, wer uns dabei helfen könnte? Aber nur zu zweit, das ist etwas wenig. Einen Film zu drehen ist viel Arbeit. Hast du dir überlegt, wer uns dabei helfen könnte? Bisher noch nicht. Aber wir brauchen noch 2 bis 3 Mitarbeiter, die uns helfen. Bisher noch nicht. Aber wir brauchen noch 2 bis 3 Mitarbeiter, die uns helfen. Ich frage in meinem Freundeskreis mal nach, da machen bestimmt welche mit. Ich frage in meinem Freundeskreis mal nach, da machen bestimmt welche mit. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Ich frage mal meine Schwester, die hat auch schon Erfahrung mit dem Dreh eines Films gemacht. Ich frage mal meine Schwester, die hat auch schon Erfahrung mit dem Dreh eines Films gemacht. Sie wird uns bestimmt helfen. Und wir brauchen auch Informationen und Daten über Berlin. Sie wird uns bestimmt helfen. Und wir brauchen auch Informationen und Daten über Berlin. Wo können wir diese denn bekommen? Hast du da einen Vorschlag? Wo können wir diese denn bekommen? Hast du da einen Vorschlag? Ich würde mal sagen, dass wir uns an den Informationsbeauftragten im Rathaus wenden. Ich würde mal sagen,
dass wir uns an den Informationsbeauftragten im Rathaus wenden. Er kann uns bestimmt viele Informationen und Daten geben. Er kann uns bestimmt viele Informationen und Daten geben. Ist das okay für dich? Ja, sicher. Das finde ich ganz gut. Zusätzlich sollten wir auch im Internet recherchieren. Ja, sicher. Das finde ich ganz gut. Zusätzlich sollten wir auch im Internet recherchieren. Es gibt dort bestimmt eine Menge Informationen über Berlin. Es gibt dort bestimmt eine Menge Informationen über Berlin. Zum Beispiel, wie viele Einwohner es gibt und die schönsten Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel, wie viele Einwohner es gibt und die schönsten Sehenswürdigkeiten. Aber auch Informationen über die Wirtschaftlichkeit der Stadt. Aber auch Informationen über die Wirtschaftlichkeit der Stadt. Da hast du recht. Also, das können wir auch gerne machen. Da hast du recht. Also, das können wir auch gerne machen. Wir müssen uns auch überlegen, welche Hilfsmittel wir für den Filmdritt brauchen. Wir müssen uns auch überlegen, welche Hilfsmittel wir für den Filmdritt brauchen. Hast du da vielleicht eine Idee? Ja, ich glaube, wir brauchen eine gute Videokamera, um verschiedene Szenen aufzunehmen. Ja, ich glaube, wir brauchen eine gute Videokamera, um verschiedene Szenen aufzunehmen. Und wir brauchen noch einen guten Laptop, um die Szenen anschließend zu filtern und zuzuschneiden. Und wir brauchen noch einen guten Laptop, um die Szenen anschließend zu filtern und zuzuschneiden. Ja, da stimme ich dir zu. Die nächste Frage wäre, was sollen wir denn genau filmen und wo? Hast du dafür eine Idee? Die nächste Frage wäre, was sollen wir denn genau filmen und wo? Hast du dafür eine Idee? Was hältst du davon, wenn wir unseren Film in 2 Teile gliedern? Was hältst du davon, wenn wir unseren Film in 2 Teile gliedern? Was meinst du genau damit? Also, ich meine, im ersten Teil zeigen wir die touristischen Plätze. Und im zweiten Teil können wir einfach Informationen über die historischen Plätze erzählen. Also, ich meine, im ersten Teil zeigen wir die touristischen Plätze. Und im zweiten Teil können wir einfach Informationen über die historischen Plätze erzählen. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt für den Anfang schon mal gut. Ja, das klingt für den Anfang schon mal gut. Ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer, wenn wir noch dazu ein paar Interviews mit verschiedenen Menschen machen. Ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer, wenn wir noch dazu ein paar Interviews mit verschiedenen Menschen machen. Warum glaubst du so? Damit die Zuschauer unseren Dialekt kennenlernen. Damit die Zuschauer unseren Dialekt kennenlernen. Ach so, ja, super Sache. Sollten wir auch Musik im Hintergrund spielen? Ach so, ja, super Sache. Sollten wir auch Musik im Hintergrund spielen? Ich meine, ist das eine gute Idee? Ja, natürlich. Ich kümmere mich gerne darum, denn ich kenne einige Musiker in Berlin. Ja, natürlich. Ich kümmere mich gerne darum,
denn ich kenne einige Musiker in Berlin. Die können mir bestimmt gute Tipps geben, was zu den verschiedenen Filmszenen passt. Die können mir bestimmt gute Tipps geben, was zu den verschiedenen Filmszenen passt. Sehr gut, danke dafür. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit und Lust, ein paar von Ihren eigenen Musikstücken in unserem Film zu spielen. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit und Lust, ein paar von Ihren eigenen Musikstücken in unserem Film zu spielen. Das wäre sehr authentisch und kommt bestimmt gut bei den Zuschauern an. Das wäre sehr authentisch und kommt bestimmt gut bei den Zuschauern an. Ja, sehr gute Idee. Wenn wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. Wenn wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. Ja, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Ja, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Wann sollten wir eigentlich damit anfangen? Wann sollten wir eigentlich damit anfangen? Gute Frage. Morgen vielleicht? Passt das für dich? Gute Frage. Morgen vielleicht? Passt das für dich? Ja, sehr gerne. Morgen passt gut für mich. Ja, sehr gerne. Morgen passt gut für mich. Prima, das freut mich. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Du auch, bis morgen. Die Situation. Ihre beste Freundin heiratet in 2 Wochen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo ist die Hochzeit? Kleidung? Geschenk dafür? Wie hinzufahren? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Hallo Sandra. Wie geht es dir? Danke der Nachfrage, mir geht's soweit gut. Ich bin nur etwas aufgeregt, weil meine beste Freundin in 2 Wochen heiratet. Ich bin nur etwas aufgeregt, weil meine beste Freundin in 2 Wochen heiratet. Ach so, das wusste ich ja gar nicht. Das sind aber schöne Nachrichten. Wo heiratet sie denn? Ach so, das wusste ich ja gar nicht. Das sind aber schöne Nachrichten. Wo heiratet sie denn? Sie heiratet auf einem schönen Bauernhof im Mühlviertel, und davor, in einer kleinen Ortskirche. Sie heiratet auf einem schönen Bauernhof im Mühlviertel, und davor, in einer kleinen Ortskirche. In der Kirche findet die offizielle Trauung statt. Und dann gibt es am Bauernhof ein wunderschönes Fest mit Familie und Freunden. In der Kirche findet die offizielle Trauung statt. Und dann gibt es am Bauernhof ein wunderschönes Fest mit Familie und Freunden. Oh, das klingt wie im Märchen. Hochzeiten sind ja immer so schön. Oh, das klingt wie im Märchen. Hochzeiten sind ja immer so schön. Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss ich noch einiges für die Hochzeit organisieren. Weil ich auch Trauzeugin bin, und da übernimmt man viele Aufgaben rund um die Hochzeit. Allerdings muss ich noch einiges für die Hochzeit
organisieren. Weil ich auch Trauzeugin bin, und da übernimmt man viele Aufgaben rund um die Hochzeit. Ich verstehe, und was musst du da, als Trauzeugin alles machen? Ich verstehe, und was musst du da, als Trauzeugin alles machen? Also, ich helfe der Braut und dem Bräutigam bei der Planung der Hochzeit. Also, ich helfe der Braut und dem Bräutigam bei der Planung der Hochzeit. Wir machen gemeinsam den Blumenschmuck und die Dekoration. Wir machen gemeinsam den Blumenschmuck und die Dekoration. Ja, und ich sollte dann noch die Spiele für das Fest organisieren und die Musik. Ja, und ich sollte dann noch die Spiele für das Fest organisieren und die Musik. Ja, da hast du richtig viel zu tun. Kann ich dir etwas helfen dabei? Ja, da hast du richtig viel zu tun. Kann ich dir etwas helfen dabei? Oh, das ist ja voll lieb von dir. Ja, ich kann tatsächlich Hilfe gebrauchen. Oh, das ist ja voll lieb von dir. Ja, ich kann tatsächlich Hilfe gebrauchen. Das Erste, was ich noch überlegen muss, ist ein Geschenk für das Brautpaar. Hast du da vielleicht eine Idee? Das Erste, was ich noch überlegen muss, ist ein Geschenk für das Brautpaar. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich helfe dir sehr gerne, das ist doch selbstverständlich. Ich helfe dir sehr gerne, das ist doch selbstverständlich. Also, eine Idee für ein Geschenk, hätte ich das schon. Also, eine Idee für ein Geschenk, hätte ich das schon. Okay, dann lass mal hören. Ich denke, man freut sich als frisch vermähltes Paar, wenn man dann gemeinsam Urlaub oder Flitterwochen machen kann. Und das kostet immer so viel. Also ein Gutschein vom Reisebüro oder zum Beispiel ein Thermen-Gutschein. Ich denke, man freut sich als frisch vermähltes Paar, wenn man dann gemeinsam Urlaub oder Flitterwochen machen kann. Und das kostet immer so viel. Also ein Gutschein vom Reisebüro oder zum Beispiel ein Thermen-Gutschein. Ja sicher, das ist eine super Idee. Ich glaube, Sie wollten irgendwohin in den Süden fahren. Ja sicher, das ist eine super Idee. Ich glaube, Sie wollten irgendwohin in den Süden fahren. Ich werde Sie fragen, bei welchem Reisebüro Sie buchen werden, und dann besorge ich von dort einen Gutschein. Ich werde Sie fragen, bei welchem Reisebüro Sie buchen werden, und dann besorge ich von dort einen Gutschein. Und die Freunde können sich alle dabei beteiligen und mitzahlen. Und die Freunde können sich alle dabei beteiligen und mitzahlen. Genau, und dazu könntet ihr ja eine schöne Kerze schenken, mit allen Namen der Freunde drauf. Genau, und dazu könntet ihr ja eine schöne Kerze schenken, mit allen Namen der Freunde drauf. Okay, aber wo bekomme ich so etwas? Okay, aber wo bekomme ich so etwas? Ich kenne einen schönen Kerzenladen in der Innenstadt. Dort machen sie auch Spezialanfertigungen. Ich kenne einen schönen Kerzenladen in der Innenstadt. Dort machen sie auch Spezialanfertigungen. Wenn du möchtest, können wir morgen gemeinsam hinschauen. Wenn du möchtest, können wir morgen gemeinsam hinschauen. Oh, das wäre super. Und eine Bitte habe ich noch. Könnten wir danach gemeinsam ein schönes Kleid für mich aussuchen gehen?
Und eine Bitte habe ich noch. Könnten wir danach gemeinsam ein schönes Kleid für mich aussuchen gehen? Ich bin da alleine immer ein bisschen überfordert. Ich bin da alleine immer ein bisschen überfordert. Klar doch. Das finde ich immer super, shoppen und stylen. Klar doch. Das finde ich immer super, shoppen und stylen. Brauchst du am Tag der Hochzeit auch Hilfe beim Haare machen? Brauchst du am Tag der Hochzeit auch Hilfe beim Haare machen? Oh, ja, auf jeden Fall. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oh, ja, auf jeden Fall. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und eine letzte Bitte habe ich noch. Kannst du mich am Tag der Hochzeit zur Kirche fahren? Und eine letzte Bitte habe ich noch. Kannst du mich am Tag der Hochzeit zur Kirche fahren? Ich muss ein bisschen früher dort sein und den Blumenschmuck in der Kirche auflegen. Ich muss ein bisschen früher dort sein und den Blumenschmuck in der Kirche auflegen. Sicher, da helfe ich dir dann auch dabei. Das ist immer viel zu tun. Sicher, da helfe ich dir dann auch dabei. Das ist immer viel zu tun. Danke dir, du bist ein Schatz. Ja klar doch, und wenn dir noch etwas einfällt, wobei ich dir behilflich sein kann, melde dich einfach. Ja klar doch, und wenn dir noch etwas einfällt, wobei ich dir behilflich sein kann, melde dich einfach. Okay, das mache ich, vielen Dank. Mal was anderes, wie war dein Wochenende eigentlich, beziehungsweise was hast du da gemacht? Mal was anderes, wie war dein Wochenende eigentlich, beziehungsweise was hast du da gemacht? Es war sehr entspannend. Ich habe viel geschlafen und bin am Sonntag spazieren gegangen, und du? Es war sehr entspannend. Ich habe viel geschlafen und bin am Sonntag spazieren gegangen, und du? Mein Wochenende war auch schön. Ich war mit Freunden im Kino und habe viel gelacht. Mein Wochenende war auch schön. Ich war mit Freunden im Kino und habe viel gelacht. Was habt ihr gesehen? Wir haben einen Komödiefilm gesehen. Es war sehr lustig. Wir haben einen Komödiefilm gesehen. Es war sehr lustig. Das klingt toll. Ich mag auch Komödien. Vielleicht können wir das nächste Mal zusammen ins Kino gehen? Das klingt toll. Ich mag auch Komödien. Vielleicht können wir das nächste Mal zusammen ins Kino gehen? Ja, das wäre super. Welcher Film interessiert dich? Ja, das wäre super. Welcher Film interessiert dich? Wie wäre es mit dem neuen Film von der deutschen Regisseurin? Er hat gute Kritiken bekommen. Wie wäre es mit dem neuen Film von der deutschen Regisseurin? Er hat gute Kritiken bekommen. Das klingt gut. Wann hast du Zeit? Am nächsten Wochenende bin ich noch nicht verplant. Wie wäre es mit Samstagabend? Am nächsten Wochenende bin ich noch nicht verplant. Wie wäre es mit Samstagabend? Das passt für mich. Ich freue mich schon darauf. Das passt für mich. Ich freue mich schon darauf. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und freue mich auf morgen, wenn wir gemeinsam ins Kerzengeschäft gehen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und freue mich auf morgen, wenn wir gemeinsam ins Kerzengeschäft gehen.
Ja genau, ich freue mich auch. Also, bis morgen. Bis morgen, mach es gut. Die Situation. Sie wollen mit Ihren Freunden am Wochenende ein Picknick machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen wollen. Und hier sind einige Notizen. Wann? Wo? Die Uhrzeit. Essen, Getränke? Was machen? Andere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Lina. Wie geht's dir? Hallo Thomas, gut danke und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Du, am Wochenende soll das Wetter wunderschön werden. Mir geht's auch gut, danke. Du, am Wochenende soll das Wetter wunderschön werden. Ja, das habe ich auch gelesen. Und wir wollen doch mit unseren Freunden am Wochenende ein Picknick machen, nicht wahr? Und wir wollen doch mit unseren Freunden am Wochenende ein Picknick machen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Das finde ich super. Also, ich wäre dabei. Ja, das stimmt. Das finde ich super. Also, ich wäre dabei. Sollen wir jetzt planen, was wir machen wollen? Sollen wir jetzt planen, was wir machen wollen? Ja, das können wir gerne machen. Ja, das können wir gerne machen. Wann wollen wir das Picknick machen? Was schlägst du vor? Wann wollen wir das Picknick machen? Was schlägst du vor? Wollen wir es vielleicht nächste Woche, am Samstag machen? Wollen wir es vielleicht nächste Woche, am Samstag machen? Einverstanden. Am Samstag passt es mir gut. Einverstanden. Am Samstag passt es mir gut. Weißt du schon, wo wir picknicken? Hast du eine Idee? Weißt du schon, wo wir picknicken? Hast du eine Idee? Sollen wir bei uns, im Volkspark, unser Picknick machen? Sollen wir bei uns, im Volkspark, unser Picknick machen? Der Volkspark ist nur 5 Minuten von hier. Was hältst du davon? Der Volkspark ist nur 5 Minuten von hier. Was hältst du davon? Ja, der Volkspark ist groß und schön. Also, das ist eine tolle Idee. Ja, der Volkspark ist groß und schön. Also, das ist eine tolle Idee. Und, um wie viel Uhr machen wir das Picknick? Und, um wie viel Uhr machen wir das Picknick? Am Nachmittag, so gegen 15 Uhr. Was denkst du? Am Nachmittag, so gegen 15 Uhr. Was denkst du? Okay, das passt mir gut. Okay, das passt mir gut. Schön. Was wollen wir beim Picknick essen? Hast du eine Idee? Schön. Was wollen wir beim Picknick essen? Hast du eine Idee? Das ist eine gute Frage. Mach mal einen Vorschlag. Das ist eine gute Frage. Mach mal einen Vorschlag. Wir könnten belegte Brötchen mit Käse und Wurst essen. Wie findest du das? Wir könnten belegte Brötchen mit Käse und Wurst essen. Wie findest du das? Das finde ich toll.
Und ich kann einen Nudelsalat machen und mitbringen. Das finde ich toll. Und ich kann einen Nudelsalat machen und mitbringen. Prima. Ich kann auch noch einen Kuchen backen und mitbringen. Prima. Ich kann auch noch einen Kuchen backen und mitbringen. Ja, mach das bitte. Ich liebe deine Kuchen. Ja, mach das bitte. Ich liebe deine Kuchen. Weißt du was? Ich könnte auch etwas Obst mitbringen. Weißt du was? Ich könnte auch etwas Obst mitbringen. Zum Beispiel Trauben, Äpfel, Bananen, Orangen und so weiter. Zum Beispiel Trauben, Äpfel, Bananen, Orangen und so weiter. Ja, das wäre super. Gut. Dann haben wir das ja geklärt. Und was wollen wir trinken? Gut. Dann haben wir das ja geklärt. Und was wollen wir trinken? Wir könnten zum Beispiel Tee trinken. Ich habe eine große Thermoskanne, die kann ich mitbringen. Wir könnten zum Beispiel Tee trinken. Ich habe eine große Thermoskanne, die kann ich mitbringen. Super Idee. Dann bringe ich noch Säfte, Wasser und Cola mit. Super Idee. Dann bringe ich noch Säfte, Wasser und Cola mit. Perfekt. Was können wir außer Essen und Trinken noch machen? Hast du eine Idee? Was können wir außer Essen und Trinken noch machen? Hast du eine Idee? Willst du eher etwas Sportliches machen oder etwas Entspanntes? Willst du eher etwas Sportliches machen oder etwas Entspanntes? Das ist mir egal. Es muss nur Spaß machen. Das ist mir egal. Es muss nur Spaß machen. Wir können Fallschirmspringen gehen. Wir können Fallschirmspringen gehen. Spinnst du? Du weißt genau, dass ich Höhenangst habe. Spinnst du? Du weißt genau, dass ich Höhenangst habe. Okay, das war nur ein Scherz. Dann schlage ich vor, dass wir Karten spielen. Was hältst du davon? Dann schlage ich vor, dass wir Karten spielen. Was hältst du davon? Das finde ich nicht so toll. Warum? Das ist total langweilig. Langweilig? Ja, lass uns lieber zusammen Fußball spielen. Das macht total Spaß. Ja, lass uns lieber zusammen Fußball spielen. Das macht total Spaß. Wir könnten auch Federball oder Ping-Pong spielen. Wie findest du das? Wir könnten auch Federball oder Ping-Pong spielen. Wie findest du das? Das finde ich okay. Also, in Ordnung. Das finde ich okay. Also, in Ordnung. Sehr gut, das freut mich. Ich kann einen Fußball, Federball, Schläger und einen Federball mitbringen. Ich kann einen Fußball, Federball, Schläger und einen Federball mitbringen. Hast du vielleicht Ping-Pong-Schläger und einen Ball? Hast du vielleicht Ping-Pong-Schläger und einen Ball? Ja, habe ich. Ich kann alles mitbringen. Ja, habe ich.
Ich kann alles mitbringen. Perfekt, dann haben wir das ja auch geklärt. Perfekt, dann haben wir das ja auch geklärt. An was müssen wir noch denken? An was müssen wir noch denken? Wir brauchen noch Teller, Becher und Besteck für unser Picknick. Wir brauchen noch Teller, Becher und Besteck für unser Picknick. Ah, das stimmt. Also, die kann ich auch noch alles mitbringen. Ah, das stimmt. Also, die kann ich auch noch alles mitbringen. Toll. Und ich bringe eine große Decke mit. Dann müssen wir nicht auf dem Gras sitzen. Toll. Und ich bringe eine große Decke mit. Dann müssen wir nicht auf dem Gras sitzen. Und, um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Und um wie viel Uhr sollen wir uns denn treffen? Lass uns doch um 14:30 Uhr treffen. Was denkst du? Lass uns doch um 14:30 Uhr treffen. Was denkst du? Ja, in Ordnung. Na gut. Ich rufe gleich unsere Freunde an und sage Bescheid. Ist das okay für dich? Na gut. Ich rufe gleich unsere Freunde an und sage Bescheid. Ist das okay für dich? Ja, das ist okay, danke. Alles klar. Ich freue mich schon darauf. Alles klar. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch sehr. Also, bis Samstag. Ich mich auch sehr. Also, bis Samstag. Bis Samstag. Mach es gut. Die Situation. Ihr Malkurs geht zu Ende. Sie möchten aus diesem Anlass eine Feier planen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wo und wann? Wer macht mit? Essen, trinken? Musik. Wie die Leute darüber informieren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Ich will wirklich wieder Urlaub machen. Ich auch. Wann sollten wir denn wieder Urlaub machen? Wann hast du Zeit dafür? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann leider jetzt keinen Urlaub machen. Wieso denn? Wir haben zu viel Arbeit. Das ist nicht gut. Aber weißt du, wann du Urlaub machen kannst? Nein, leider nicht. Mein Chef sagt, dass wir momentan viel Arbeit haben und keiner darf Urlaub machen. Mein Chef sagt, dass wir momentan viel Arbeit haben und keiner darf Urlaub machen. Verstehe. Ich denke, ich werde ein paar Tage zu Hause bleiben. Ich kann einfach nicht mehr. Mach das. Ich glaube, dass es dir helfen wird. Ja, das glaube ich auch. Urlaub machen ist gesund. Da stimme ich dir zu. Was willst du denn machen, wenn du zu Hause bleibst? Ich werde auf jeden Fall länger schlafen, einfach chillen und ein gutes Buch lesen. Ich werde auf jeden Fall länger schlafen, einfach chillen und ein gutes Buch lesen. Das hört sich gut an. Du sollst dich mal ausruhen. Ja, das werde ich machen.
Mal was anderes, der Malkurs, bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Mal was anderes, der Malkurs, bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Ja, der Kurs war wirklich super. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Was denn? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Hättest du Lust, da mitzumachen? Ja, gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ja, gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit. Vor allem wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Vor allem wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Da stimme ich dir zu. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Du hast den Veranstaltungsort angesprochen. Wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Du hast den Veranstaltungsort angesprochen. Wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre. Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner,
aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner, aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule, als auch bei der Stadtgalerie an. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule, als auch bei der Stadtgalerie an. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine tolle Idee. Ich werde morgen, am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Ich werde morgen, am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Magst du mitkommen? Ja, ich komme gerne mit. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Hast du dafür auch eine Idee? Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Damit sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Damit sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. Das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Für die Feier sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Für die Feier sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische Umrahmung der Feier eine Musikband einladen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische Umrahmung der Feier eine Musikband einladen. Was denkst du? Das finde ich sehr gut. Und im Anschluss an die Eröffnung könnten wir ein Buffet mit Kaffee und Kuchen machen. Und im Anschluss an die Eröffnung könnten wir ein Buffet mit Kaffee und Kuchen machen. Also, ich würde mich darum kümmern. Vielen Dank. Dann versuche ich eine Musikband zu organisieren. Vielen Dank.
Dann versuche ich eine Musikbahn zu organisieren. Super, danke dafür. Ich muss jetzt leider gehen, da ich dann ein Treffen habe. Ich muss jetzt leider gehen, da ich dann ein Treffen habe. Wir treffen uns dann morgen beim Rathaus, um 11 Uhr. Wir treffen uns dann morgen beim Rathaus, um 11 Uhr. Passt das für dich? Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Danke, ich dir auch. Bis morgen, ciao.